Hallo Stefan. Hallo Nina. Danke, dass du dir Zeit nimmst für unser kurzes Interview. Du bist Product Owner bei Nextmart, das heißt, du bist hauptverantwortlich für den Online-Market, den ja sehr, sehr viele unserer Kunden jeden Tag nutzen. Da ist in den letzten Monaten, man kann auch sagen Jahren, sehr, sehr viel passiert. Erzähl uns doch noch einmal kurz, was sich da so getan hat in letzter Zeit und was ihr jetzt demnächst vorhabt damit. Ja, genau, das ist richtig, was du sagst. Also da hat sich die letzten Wochen, Monate und Jahre viel getan. Auch vom ersten Livegang letztes Jahr für die ersten Länder bis heute. Zuerst haben wir uns noch darum gekümmert, wichtige Features nachzuliefern, die im Altsystem noch vorhanden waren, aber in der neuen Welt noch nicht. Die sind mittlerweile alle da. Und im letzten halben Jahr haben wir uns ganz besonders darauf fokussiert, das Ganze zu stabilisieren, Probleme aus der Welt zu schaffen, die sich noch in einzelnen Kundenkonstellationen gezeigt haben oder auch in einzelnen Konstellationen rund um Katalogdaten beispielsweise, sodass man sagen kann, ja, jetzt gerade im Vergleich zum letzten halben Jahr hat sich auch das Kundenfeedback dahingehend gedreht, dass immer weniger Probleme überhaupt gemeldet werden, weil halt einfach die Systemstabilisierung so weit fortgeschritten ist und mittlerweile die Kunden sehr zufrieden sind mit dem, was wir da erreicht haben. Was uns jetzt auch die Möglichkeit gibt, uns mit anderen Themen zu beschäftigen, die wir sehen, einfach in unserem Umfeld, wo man noch Mehrwerte für die Kunden schaffen kann. Schön. Und was wäre denn so ein Thema, was ihr jetzt aktuell angehen möchtet? Also aktuell liegt bei mir zur Konzeption die Verbesserung unseres Support-Prozesses. Das heißt, warum kümmern wir uns um das Thema? Wir kümmern uns um das Thema, weil wir gesehen haben, zum einen, es gibt noch aktuell eine separate Oberfläche, über die sich unsere Kunden anmelden müssen, mit einem separaten Login, um auf ihre Support-Tickets zuzugreifen. Das ist nicht so schön oder kann man noch optimieren. Und auch der Kommunikationsprozess. Also wenn ein Kunde uns ein Problem meldet, ist es, je nachdem, was da reingeschickt wird und auf welchem Weg ist, gibt es nicht unmittelbares Feedback. Also es gibt nicht, wie man es aus anderen Systemen kennt, in jedem Fall, ja, danke für Ihr Ticket, wir kümmern uns drum, sondern es kann teilweise ein bisschen dauern, bis da das erste Feedback kommt. Das ist natürlich nicht optimal und da möchten wir ansetzen. Und was ändert sich dann konkret für unsere Kunden, wenn ihr das verbessert habt? Also was wir planen, ist zum einen das Ganze umzuziehen in MyNextMart. Will heißen, der erste Mehrwert für die Kunden wird sein, dass sie keinen separaten Login mehr brauchen, sondern sie können sich ganz normal über ein Nextmart SSO-Login anmelden. Das ist der gleiche Login, der heutzutage auch schon für MyNextMart bzw. auch für den Online-Market verwendet wird. Das heißt, da haben sich alle, glaube ich, schon dran gewöhnt mittlerweile. Das Zweite ist auch über MyNextMart, dass wir die ganzen Funktionen bereitstellen, die heutzutage über das Supportal möglich sind. Will heißen Anlegen von einem neuen Ticket, will heißen Zugriff auf die bestehenden Tickets von dem Nutzer selber, als auch von der ganzen Organisation. Reagieren auf Tickets will heißen Anreichern von Informationen mit Kommentaren, noch einsehen, was der Support quasi gemeldet hat, wieder in Richtung Kunden. Und beispielsweise gibt es auch die Möglichkeit, da einfach Screenshots hinzuzufügen. Will heißen, wenn ich irgendein Problem sehe im Online-Market oder wo auch immer, dass ich ja quasi einen Screenshot von machen kann von dem Problem und das direkt über MyNextMart dann hochladen kann, sodass der Support besser damit arbeiten kann und wie auch den Kommunikationsprozess damit intuitiver gestalten können und schneller gestalten können. Schön. Und gibt es ungefähr einen Zeithorizont, bis wann unsere Kunden mit diesem Ergebnis rechnen können? Ja, gibt es auf jeden Fall. Also wir nähern uns wie bei vielen Themen in der Entwicklung iterativ. Will heißen, die erste Funktion, die wir für unsere Kunden bereitstellen werden, ist das Ticket erstellen direkt aus MyNextMart heraus. Das wird voraussichtlich sogar noch im Laufe des März freigeschaltet werden. Und danach werden wir dann die Übersicht schaffen, die heutzutage im Supportal existiert. Will heißen, die Übersicht über meine Tickets und Möglichkeiten, die Tickets einzusehen, zu kommentieren, als auch Anhänge hochzuladen. Vielen Dank, Stefan, dass du dir die Zeit genommen hast. Gerne, hat mich gefreut.